Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Donnerstag, der 29. Dezember 2022 und ich befinde mich heute in Peiting vor der Kirche St. Maria Eck. Das ist eine Wallfahrtskirche und sie ist in einer besonderen Weise mit dem Jakobsweg verbunden. Auch wenn der heutige Jakobsweg jetzt nicht direkt daran vorbeiführt, habe ich jetzt mal eine kleine Exkursion gemacht, um euch etwas zu zeigen, was da in dieser Kirche dargestellt wird. Ich hoffe natürlich auch, dass ich das dann filmen kann. Ja, okay, ich zeige mal die Kirche dann nochmal im Detail. Die Kirche St. Maria Eck in Peiting. Ich befinde mich jetzt in der Kirche und sehe hier eine Krippe, die leider das Bild, das ich euch eigentlich zeigen wollte, komplett verdeckt. Und mache jetzt mal einfach einen Schwenk und zeig mal, wie schön diese kleine Kirche hier ist. It's always been you, Jesus. It's always been you, Emmanuel. Who brings life to the morning? Dann geht es wieder zurück zur Orgel, da den wunderschönen Gemälden. Tja, und auf der linken Seite ist die Krippe, die zwar wunderschön ist, aber leider mein Bild, das ich eigentlich euch zeigen wollte, verdeckt. Aber das Bild werde ich dann nochmal im Internet einrecherchieren und dann nochmal für euch einblenden dann. Das Bild zeigt nämlich das sogenannte Galgen- oder Hühnerwunder aus Santo Domingo de la Calzada oder Barcelos in Portugal. Und ich werde euch das dann später mal nochmal genauer erklären. Die Kanzel zeigt die 4 Evangelisten als geschnitzte Figuren. Auch sehr schön gemacht. Wie in vielen Wallfahrtskirchen in Bayern üblich, gibt es hier sogenannte Votivbilder. Also Bilder, die Menschen, denen die Mutter Gottes geholfen hat, gestiftet haben, um sich zu bedanken bei Maria. Auch hier sieht man eine Sammlung von Rosenkränzen, die sehr künstlerisch gestaltet sind. Und dann noch ein großes Votivbild, wo sich ein Mann dafür bedankt, dass anscheinend er von einem Schiffbruch gerettet wurde. Tja, und in der Ecke da oben, der kleine Zipfel über dem weißen Holzgerüst oder Holzgestell, das ist das Bild, das ich euch eigentlich zeigen wollte. Naja, dann zeige ich euch zumindest nochmal diese schöne Krippe mit Maria und Josef und dem Jesuskindlein, den Hirten, die kommen mit ihren Schafen. Und auf der linken Seite sieht man noch anscheinend die Weisen aus dem Morgenland oder einen Mann, der etwas reicher gewandelt ist. Da kommt. Zu guter Letzt zeige ich euch dann auch das Christkind.
weil ja Weihnachten ist. Hier vor dem Museum im Klösterle, das leider heute geschlossen ist, ist ein kleiner Zug aus einem Kohlebergwerk, wo dann der früher in der Gegend hier eingesetzt wurde, im Peißenberg. Und einer meiner Urgroßväter war ja selbst Kohlebergmann und kam aus der Gegend hier auch. Hier befinde ich mich in der Kirche St. Michael in Peiting und wir sehen hier den Hauptaltar mit dem Erzengel Michael. Ich schwenke mal nach rechts und auf der rechten Seite ist ein Reliquiar und weiter hinten sehen wir dann eine Darstellung des heiligen Rochus, den wir schon aus dem Marienmünster in Diesen kennen, dargestellt als Pilger. Er verweist auf die verheilte Pestwunde auf seinem Oberschenkel. Hier befinde ich mich auf dem Hohen Peißenberg und filme erstmal das atemberaubende Alpenpanorama. Nachdem jetzt Dezember ist und Winter in den Bergen, sind viele Gipfel von Schnee bedeckt. Oben auf dem Hohen Peißenberg befinde ich mich jetzt vor der Wallfahrtskirche, die Richtung Süden einen super schönen Blick wieder auf das Alpenpanorama erlaubt. Schwenk mal ein bisschen nach rechts. Jetzt habe ich doch noch Glück heute mit dem heiligen Jakobus. Eine Holzskulptur vor der Wallfahrtskirche.
So, das war's dann mit dem Pilgern für dieses Jahr. Ja, genau. Nächstes Jahr werde ich dann auf die Münchner Ausflug hoffentlich dann auch wieder richtig pilgern können. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes neues Jahr 2023. Bleibt gesund.